In diesem Video möchte ich mit dir die Frage beantworten, ja, wie bewirbt denn jetzt so ein Grafikdesigner überhaupt seine Produkte? Es ist ja alles nicht so einfach, ne? Du hast dein Produkt gemalt, du hast es in den Computer bekommen, du hast es freigestellt, du hast richtig viel Zeit darin investiert, du hast dann noch einmal richtig viel Zeit in die Erstellung deiner Vorschauen erstellt und hast das Ganze dann auf Etsy eingestellt oder in irgendeinen anderen Shop und nun, ja, nun soll es dann auch verkauft werden, ne? Verlässt du dich jetzt nur auf Etsy-Werbung? Eine Möglichkeit, ja, kann man machen, aber nicht unbedingt die erfolgsversprechendste. Warum? Ja, Etsy schickt dir Traffic, aber der kostet Geld, ne? Deswegen, es geht auch günstiger. Und ich zeige dir jetzt mal anhand einer Designerin, die genau das hat, nämlich eine Webseite, einen Etsy-Shop und verschiedene Social-Media-Kanäle, wie sie Werbung für ihre Produkte macht. Bevor ich das mache, möchte ich noch einmal darauf hinweisen, dass du dir unseren Kurs Watercolor für Grafikdesigner anschauen sollst. Der Link dazu befindet sich hier in der Infobox und das ist natürlich auch nur ein ganz, ganz kleiner Teil daraus. Ich zeige dir in dem Kurs von A bis Z, wie du mit Aquarellfarben malst, wie du Blätter und andere Objekte erstellst, welche Materialien du benötigst, wie du Farben mischt, also im Prinzip alles, was du wissen musst, um erste kleine Objekte zu malen und diese dann dafür zu nutzen, um sie online zu verkaufen. Um dir jetzt zu zeigen, wie das ganze Grafikdesigner machen, wie man denn jetzt seine Produkte bewirbt und natürlich noch zusätzlich bewirbt zu Etsy, zur Werbung vielleicht, gehen wir jetzt einmal an den Computer. Ich bin jetzt hier einmal am Rechner und habe die Webseite von der Angel Camp aufgerufen. Die Angel Camp kommt aus den Niederlanden, ist also auch keine Nature-Speaking English-Dame, sondern es ist ihre Zweitsprache und sie hat trotzdem ihre Webseite auf Englisch gemacht. Na, das hat seine Vorteile, ne? Wie wir ja wissen, gibt es dann einfach mehr Leute, die man erreichen kann. Und auf ihrer Webseite befinden sich so natürlich erstmal etwas über sie, dann kannst du hier auch erkennen, dass sie ein Membership hat, also eine Mitgliedschaft, wo du dich anmelden kannst und du kannst natürlich auch sehen, was sie anbietet, was sie verkauft und wie sie dir auch beibringt, wie man mit Aquarell malt. Ich gehe jetzt noch einmal hoch und zeige dir ganz schnell im Shop einmal ihre Produkte. Hier Watercolor Graphics, das ist nämlich genau das, was wir jetzt hier auch gemacht haben. Also es gibt nicht nur Opia Designs, ne? Hier sind noch einige Produkte, die genauso aufgebaut sind wie unsere, ja. Also sie hat hier zum Beispiel, ja, nehmen wir mal hier Olive Branch. Das sind verschiedene Zweige von einer Olive. Und dann zeigt sie auch, was man damit alles machen kann. Vom Logo-Design über Kartendesign. Ja, also all diese Sachen ganz normal, wie wir das auch schon auf Etsy gesehen haben. Ich gehe jetzt einmal auf Etsy rüber, damit du sehen kannst, was sie da im Angebot hat. Ja, also auf ihrer Webseite, klar, da hat sie auch Kurse, da hat sie ihre Produkte drauf, da hat sie einen Blog, wo sie verschiedene Sachen zeigt. Wenn wir jetzt einmal hier auf Etsy gehen, dann siehst du, dass sie dieselben Produkte auch hier eingestellt hat. Ne? Zum Beispiel Olive Branch ist ein ähnliches Produkt, zumindest, ja, vielleicht ist auch noch ein anderes hier drin, das weiß ich jetzt nicht, aber ich gehe jetzt mal einfach auf das hier drauf und du siehst schon, ja, wir nehmen nochmal hier das, was ich schon geöffnet hatte. Hier sind ebenfalls ganz viele Vorschaubilder drin und die zeigen, wie man das Produkt benutzt. Das hatten wir ja im letzten Video schon besprochen, wie wichtig es ist, diese Vorschaubilder zu erstellen. So, jetzt ist es aber nun mal so, sie hat jetzt 2 Shops, ja, sie kann auf Etsy Werbung schalten, super. Und offensichtlich irgendwas bei ihr funktioniert auch, weil sie hat 34.948 Verkäufe. Und du kannst natürlich, heute haben wir den 22. Februar 2022, an dem wir das Video aufnehmen. Du kannst jetzt mal gucken, wenn du das Video schaust, wie viel sie dann verkauft hat. Na, ist immer ganz interessant. Ja, jedenfalls hier kannst du dir dann halt genau angucken, was das Produkt alles beinhaltet. Ist natürlich etwas teurer. Was heißt natürlich? Es ist sehr viel teurer als das, was die Opia Designs im Angebot hat. Ja,
Mag gerechtfertigt sein, mag nicht, kannst du dir selber einen Überblick verschaffen. Aber wie wird das Ganze denn jetzt nun beworben? Ne? Also okay, Etsy kann das über Werbung bewerben, der eigene Shop irgendwie nicht so, da muss man dann schon Google AdSense schalten. Auch eine Möglichkeit, aber die Angel hat noch verschiedene andere Quellen, nämlich hier einmal zum Beispiel Instagram. Da hat sie 13.800 Abonnenten. Ja, und das ist doch schon mal super, ne? Also wenn ich 13.800 Abonnenten habe und etwas poste und sagen wir mal, nur 500 davon sehen etwas, wenn ich ein neues Produkt habe, dann interessieren die sich auf jeden Fall für mein Produkt, weil die finden mich ja offensichtlich gut, sonst hätten sie mich nicht abonniert. Und die interessieren sich offensichtlich auch für Watercolor, weil sonst, ja, ebenfalls hätten sie das nicht abonniert. Deswegen ist das sehr, sehr spezielle Werbung. Und das wiederum führt dazu, dass von den 500 vielleicht, ja, sagen wir 50 kaufen. Ne? Das sind 10%. Ich weiß, dass das hoch ist, aber ich habe ja schon gerade sehr, sehr, sehr stark runtergerechnet. Ne? Also, vielleicht verkaufen auch nur 25, aber um ein Bild zu posten, ganz ehrlich, das lohnt sich. Ne? Also, ich mache jetzt mal hier das auf. Und du siehst, sie hat hier so ein kleines Video drin, wo sie dann eben zeigt, wie sie irgendetwas malt. Ja, kann man so machen. Ne? Oder hier ebenfalls den Olivenzweig. Wie malt man den jetzt? Ja, schöne Sache. Ne? So einfach kann Werbung sein. Ne? Ich zeige, wie was gemalt wird. Die Leute interessieren sich dafür und gehen dann wahrscheinlich auf meinen Shop und kaufen mein Produkt. Ich klicke das mal wieder weg. Es gibt nämlich noch mehr Möglichkeiten, Werbung zu machen. Sie hat nämlich noch einen Pinterest-Kanal und der ist ebenfalls nicht zu verachten. Da hat sie nämlich 67.000 Abonnenten und 9,5 Millionen monatliche Aufrufe. Aufrufe sind jetzt erstmal nichts Tolles. Ne? Das heißt einfach nur, du hast eine Menge Bilder da drin und wenn jemand Watercolor oben eingibt, wirst du, oder einen anderen Suchbegriff, wirst du möglichst oft angezeigt. Das sagt erstmal noch nichts darüber, ob dein Kanal irgendetwas bringt oder leistet. Das sagt nur, dass deine Bilder oft angesehen werden. Interessant sind die Klicks, ne? Und das können wir hier ja leider nicht einsehen. Aber nichtsdestotrotz, sie hat hier sehr viele Idea-Pins. Ja, das sind die neuen Pins, die jetzt auf Pinterest zu erstellen sind. Und die sind natürlich gefragt. Ne? Ich klicke mal einfach hier auf einen drauf. Das ist so ein kurzes Video, wo man auch keinen Link setzen kann. Aber das macht nichts. Man kann diesen Link ja, wie gesagt, woanders setzen. Ich mache mal die Musik aus, aber du siehst, es ist mit ein wenig Musik unterlegt und ja, sie malt dann halt einfach das, was sie eben macht. Ne? So sehr praktisch. Und ich gehe jetzt hier nochmal zurück. Das macht sie hier im Prinzip in ganz, ganz vielen ihrer Pins. Ja? Und damit erreicht sie natürlich eine große Anzahl monatlicher Aufrufe, weil, wie gesagt, die sind gerade neu. Und hier kann sie natürlich ihre Webseite reinpacken, angelcamp.com, und holt so die Leute auf ihre Webseite. Perfekt. Also ein möglicher weiterer Marketingkanal. Und dann habe ich hier noch YouTube im Angebot. Auf YouTube hat sie ebenfalls diese kleinen Videos. Das sind jetzt mittlerweile diese sogenannten YouTube Shorts. Ja, da kann man so kleine Videos posten und die auch bei YouTube einstellen. Die gibt es jetzt auf Instagram, die gibt es auf TikTok, ja, und es gibt garantiert auch weitere Plattformen, wo man so kleine Videos hochladen kann. Aber hier sind sie eben auch. Also sie hat im Prinzip über 2000 Abonnenten gewonnen, indem sie kleine Videos hier hochlädt und ganz wenige, ja, etwas längere Videos, womit sie auch wiederum ihre Produkte bewerben kann. Du siehst, die längeren Videos, die kommen so vom Jahr. Es waren einfach die Videos, als es noch gar keine Shorts gab, ja. Aber die Shorts scheinen zu funktionieren, deswegen gute Idee, schnell erstellt, kann man mal eben schnell beim Malen aufnehmen. Ne? Ja, auch das kann sie zu Werbezwecken nutzen. Ich gehe jetzt mal hier in einen Short rein. Ist sogar hochkant aufgenommen und theoretisch kann sich hier dann noch etwas reinschreiben, was eigentlich eine clevere Sache wäre, ne? Wird man öfter gefunden. Aber nichtsdestotrotz, sie kann immer hier ihren Link zu ihrer Webseite reinpacken und ihren anderen Social Media Kanälen und dementsprechend ja ganz einfach neue Kunden gewinnen. Also du siehst, das ist ein Marketing-Mix, ne, der ihre Webseite bewirbt, der ihren Etsy-Shop bewirbt und der natürlich sie als Künstlerin bewirbt. Wie immer so, wie es gerade gefragt ist, mit Shorts, mit Idea-Pins und nicht absolut aufdringlich, wo jedes Video schreibt, ich bin Werbung, ja, bitte kauf mich.
Darum geht es hier gar nicht. Es geht darum zu zeigen, wie Ihre Produkte erstellt werden auf der einen Seite und auf der anderen, wie man sie benutzt. Ja. Ganz, ganz wichtiger Punkt, zeig, wie du deine Produkte benutzt. Also eine gute Idee wäre hier natürlich einmal zu malen, auf der anderen Seite aber auch zu zeigen, was mache ich denn jetzt damit? Ne? Also was mache ich mit den ganzen Blumen und Zweigen und Olivzweigen und was tue ich denn jetzt damit? Also eine gute Idee wäre auch hier Karten zu erstellen, richtig zu zeigen, wie man die Karten erstellen kann und dann natürlich auf das Produkt zu verlinken. Ohne Video geht wenig. Du siehst, auf fast allen Plattformen ist Video angekommen. Deswegen, ja, kannst du mit dem Handy ganz schnell aufnehmen, gar kein großes Problem. Du musst auch nichts dabei sagen. Du kannst einfach malen oder was zeigen, gar kein Problem. Und ja, man gewöhnt sich auch daran, was zu sagen. Das ist auch kein Problem. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und vor allen Dingen hilft es dir und du weißt jetzt, wie du dich als Grafikdesigner, als vielleicht auch malender Grafikdesigner, sage ich jetzt mal einfach, bewerben kannst. Und ich hoffe, die ganze Serie hat dir geholfen. Und wenn dem so ist, dann freue ich mich, wenn du unseren Kanal abonnierst, die kleine Glocke anklickst, damit du benachrichtigt wirst, wann immer wir ein neues Video posten. Und natürlich vergiss den Like-Button nicht. Und dann hoffe ich, ich sehe dich im nächsten Video, wenn wir mit einer neuen Serie starten. Bis dahin, tschüss.